Ich rede einfach kaum mal so ein Bestseller-Autor, einer der besten, der die vielsten Bücher auf dieser Welt verkauft, mit 23 Millionen in 51 Sprachen übersetzt, so nach. Also jetzt, heute kannst du mir vielleicht sogar die Hände schütteln. So. Weil meistens sind die weiter weg, aber er ist jetzt ganz nach. Und er ist einer von euch. Wenn man zu ihm kommt, umarmt er ihn gerade so, ist sehr persönlich und so. Im Buch und Film geht es ja vor allem um Mac. Und die Frage, hat das etwas mit dir zu tun, mit deinem Leben? Yes, absolutely. Jetzt das Mikrofon. Ja, absolut. So I wrote The Shack as a gift for my children. Ich habe das Buch «Die Hütte» geschrieben als Geschenk für meine Kinder. And I never anticipated being a published author. Und ich habe gar nicht im Sinn gehabt, so ein Autor zu werden. I made 15 copies at Office Depot that did everything I wanted it to do. Ich habe auf einmal 15 Kopien gemacht. Everything else that has happened after 15 copies has been God's sense of humor. Und dann ist dann plötzlich das ins Rollen gekommen, das ist Gottes Humor. So we have 6 children. Wir haben 6 Kinder. And we have 12 grandchildren who are 11 years old and under. Und 12 Grosskinder, 11-jährig oder kleiner. When I wrote The Shack, our youngest was 12. Als ich die Hütte geschrieben habe, war das jüngste 12-jährig. And I was trying to do like the Bible says and submit to my wife. Und ich habe das probiert zu machen, was die Bibel sagt. Ich habe mich meiner Frau untergeordnet. Why are you laughing? She told me it says that. Also meine Frau hat mir gesagt, das steht so in der Bibel. Well, it says submit one to another, and she's one of the others. Es heisst, tut euch gegenseitig unterordnen und sie ist von der Gegenseite. So Kim had been asking me for about 4 years. Kim, my wife, yes. Okay, Kim, seine Frau, hat ihn etwa 4 Jahre lang gefragt. Someday, as a gift for our children, would you just write something that puts in one place how you think, because you think outside the box? Würdest du also in einer Geschichte für die Kinder das niederschreiben, wie du denkst, weil du denkst außerhalb von der Box? And I never felt like I was quite healthy enough until the year I turned 50. Und ich habe nicht gedacht, dass ich das machen könnte, bis ich 50 wurde. So when people ask me how long it took to write the book, I tell them 50 years. Also wenn die Leute mich fragen, wie lange es braucht zum Schreiben, sage ich 50 Jahre. Once I put pen to paper, it only took about 6 months. Aber auf das Papier hat es etwa 6 Monate gebraucht. The 50 years was the hard part of writing The Shack. 50 Jahre Lebenserfahrung ist das Taffe dran, ja. Mackenzie Allen Phillips spells map. Map, like, Okay. yeah. Also Mackenzie Allen Philipp, der Name ist mit M-A-P, Buchstaben. Melissa Ann Phillips, Melissa Ann Phillips spells map. Melissa, Ann und Philipp haben auch die Anfangsbuchstaben. And I am both Mackenzie and Missy. Und ich verkörpere quasi der Mackenzie und auch die Missy. A writer from Nashville, Tennessee, put it the best. Ein Autor aus Nashville, Tennessee, hat es so formuliert. When the book first came out, she sent me an email. Als das Buch rausgekommen ist, hat sie mir ein E-Mail geschrieben. And she said, I don't know anything about you or who you are. Und hat gesagt, ich kenne dich gar nicht, weiss nichts über dich. But when I read your book, I sensed that Missy represents something murdered in you as a child, probably your innocence. Aber als ich das mit der Missy gelesen habe, ich dachte, das ist wahrscheinlich etwas, was mit dir passiert ist als Kind, etwas, wie etwas in dir innen ist abgestorben. Ein Gefühl oder so. And Mackenzie is you as an adult trying to deal with that. Und der Mackenzie repräsentiert dich als erwachsene Person. And she's exactly right. Und das trifft es sehr genau. We've had shock losses in our family, but not exactly like this in the book. Wir haben Verluste erlebt in unserer Familie, aber nicht so krass wie im Buch beschrieben. Shortly after I was married to Kim, Kurz nachdem ich Kim geheiratet habe, we had a 6-month period in which we lost 3 immediate family. Innerhalb von 6 Monaten haben wir 3 Familienmitglieder verloren. Kim's mom went into routine surgery, had a massive coronary and died. She was 59 years old. Die Mutter von der Kim ist zu einer Routineuntersuchung ins Spital und hat irgendetwas mit dem Herz nicht gut gehabt und ist mit 59 gestorben. 3 months before she died, my 18-year-old brother was killed. Und 3 Monate vor ihrem Tod ist mein 18-jähriger Bruder umgebracht, And 3 months gestorben. after
Kim's mom died, my 5-year-old niece was killed the day after her 5th birthday. Und 3 Monate nach dem Tod von Schwiegermutter ist das 5-jährige Nichte von ihm umgekommen in einem Unfall. The loss between a parent and a child, as far as I'm concerned, is the greatest loss a human being can experience. Und ich denke, der Verlust von einem Kind ist auch das Schwierigste, was man erleben kann. It is also the greatest loss that God has experienced. Es ist ebenfalls der grösste Verlust, den Gott erlebt hat. But beyond those kind of losses, Missy represents losses in my childhood. Aber mal abgesehen davon repräsentiert Missy auch Sachen, die ich verloren habe in meiner Kindheit. I am a missionary kid and a preacher's kid. Ich komme aus einer Missionsfamilie und Predigerfamilie. I grew up in a culture on the other side of the world. Ich bin in einer Kultur aufgewachsen auf der anderen Seite dieser Welt. And I had a father who was very, very angry. Und ich hatte einen Vater, der sehr zornig werden konnte. He wasn't an alcoholic like in the movie and the book, but he was addicted to the ministry. Er war nicht Alkoholiker wie im Film, aber er war mit seinem Dienst verheiratet. And he did not have the capacity to be a father. Und er hat wie nicht die Kapazität oder es wie nicht können, ein besserer Vater sein. His father had broken that in him before I ever showed up. Weil sein Vater hat schon mit ihm gebrochen, bevor ich geboren worden bin. He was part of a generation that didn't even know they had baggage. Er ist von einer Generation gekommen, die das noch nicht so kennt hat, dass man so Altlasten mit sich herumschleppt. And if they'd have known it, they wouldn't have known what to do about it. Und wenn sie es noch gewusst hätten, hätten sie nicht gewusst, wie damit umgehen. And so he was sold out to the mission. Und darum hat er sich wie der Mission verkauft oder verschrieben. All I knew as a child was he was a terrifying man. Also wie ich ihn gelernt kennen als Kind, für mich war er einfach ein furchterregender Mann. There is no question about his love for Jesus. Keine Frage, ob er Jesus geliebt hat. But we are too incredibly crafted that our healing is instantaneous. Aber Gott hat uns so wunderbar gemacht, dass Heilung nicht immer so instant passiert, sofort. God will not heal us apart from our participation. Gott wird uns nicht heilen, ohne dass wir mitmachen. In addition, part of my childhood was sexual abuse. Und was ich auch erlebt habe als Kind, ist sexueller Missbrauch. Not from my biological family. Nicht von meiner biologischen Familie. But first from the tribe that raised me. Aber in dem Volksstamm, wo wir waren, war jemand dabei. It began before I was 5 years old. Es hat angefangen, bevor ich 5-jährig war. That's why Missy is that age. Darum hat Missy auch genau das Alter gehabt. When I was sent away to boarding school, missionary boarding school, when I was 6. Und mit 6-jährig bin ich schon so in eine Boarding School geschickt worden. The big boys would come at night and molest the little boys. Und dort in dieser Schule, wo man auch dort wohnt, sind auch am Abend die grösseren Jungs gekommen und haben die kleineren belästigt. And so the shack, which is the house on the inside, the human soul, the heart. Und die Hütte ist quasi das Haus, das wir in uns innen haben, unsere Seele. Was shattered. Und das ist wie kaputt gegangen. The shack represents the house on the inside that other people help us build. Die Hütte ist quasi das Haus, das wir in uns innen bauen, wo andere Menschen helfen mitbauen. And there are some who had very good help. Und da gibt es ein paar, die sehr hilfreich waren. But there are many of us who did not. Aber viele auch nicht. And so the house on the inside Darum ist das Haus in uns innen. Becomes an absolutely devastated place. Das kann plötzlich so wie ein verlassener Ort werden. We then store our addictions there. Und dort tun wir nachher unsere Abhängigkeiten drin. We hide all of our secrets there. Wir tun dort unsere Geheimnisse vergraben. And we never invite anybody in there because we are terrified that we will see the look of disgust on their face that we see in the mirror. Und in das Haus lassen wir auch niemanden von außen rein, weil wir Angst haben, was die Leute nachher von uns denken. It is a house of shame held together by lies. Es ist wie ein Haus voller Scham, das sich durch Lügen wie gebaut hat. And what I did to survive was create a facade outside the shack.
Und was ich gemacht habe, damit ich überleben konnte, ist wie eine Fassade aufbauen um das Haus herum. A presentation of the best that I could that was different for every audience. Eine Präsentation, die ich dem Publikum angepasst habe. Something that I could paint as fast as I could pick up people's expectations. Etwas, das ich den Leuten vor Augen malen konnte, so schnell wie ich sie erfassen konnte. And I survived by living from the outside in. Und ich habe überlebt von außen gegen innen. Because everything on the inside was broken. Weil alles in mir drin ist kaputt war. Mackenzie's weekend in the shack represents an 11-year deconstruction and rebuilding process. Der Mackenzie, seine Zeit in der Hütte, repräsentiert quasi 11 Jahre Wiederherstellung, die Gott mit mir gemacht hat. I squeezed that process into a weekend. I didn't want to write War and Peace for my children. Ich habe den ganzen Prozess in ein Weekend verpackt, Wochenende, weil ich ja nicht wollte, Krieg und Frieden. And I also wanted to communicate to my children something else. Und ich habe meinen Kindern ja auch etwas anderes mitgeben. I wanted to introduce them to the character of the God who actually showed up and healed my heart, not the God I grew up with. Weil ich ihnen den Gott bringen, der gekommen ist und mich innerlich geheilt hat, nicht das Gottesbild, das ich früher hatte. So yes, the book is autobiographical. Ja, das Buch ist eine Autobiografie. Und dann kommt ja der Moment, wo er vor einen Richterstuhl kommt. Und diesen Moment möchten wir jetzt im Film zeigen, was es heisst, wenn er vor einen Richterstuhl kommt. Wir gehen einen Moment runter, nachher drauf. Der Vergebungsprozess hat dich zu einem freien Mensch gemacht. Kannst du noch etwas sagen zu dem, wie das passiert ist? That scene is very powerful for a lot of different reasons. Die Szene ist sehr kraftvoll für verschiedene Gründe. Sophia, who is the wisdom of God, Sophia, die da steht als Weisheit von Gott, climbs into a very deep place in Mackenzie's soul. Die geht sehr tief in die Seele von Mackenzie. By this time in the movie, Mackenzie has begun to understand the truth of the goodness of God. Zu dieser Zeit hat der Mackenzie schon etwas von der Güte von Gott lernen kennen. And right before this scene, there was a little interchange between him and Jesus. Und gerade vor dieser Szene war so eine Begegnung zwischen ihm und Jesus. In which Mackenzie confesses, acknowledges that he doesn't know how to even love. Und der tut der Mackenzie wie bestätigen, dass gar nicht recht weiss, wie lieben. And Jesus says, I can show you. Und Jesus sagt ihm, ich kann dir zeigen, wie. And Jesus sends him up into the cave. Und Jesus schickt ihn rauf in die Hölle. I have a friend in Tennessee named Terry King. Ich habe einen Freund namens Terry King, der lebt in Tennessee. He's my friend because the shack had a huge impact in his life. Er ist ein Freund von mir und das Buch «Die Hütte» hat einen grossen Einfluss auf sein Leben. Terry King has been on death row in Tennessee for 35 years. 35 Jahre lang war der Terry King wie ein Todeskandidat gewesen. As an 18-year-old, he shot and killed a young man. Als 18-Jähriger hat er einen Mann erschossen. He was high and under the influence of alcohol, Zu dieser Zeit war er stark alkoholisiert gewesen. which does not justify the murder. Aber das tut ja Mord nicht rechtfertigen. And he was sentenced to death. Und er hat Todesstrafe bekommen für das. And he's been on death row for 35 years. Und 35 Jahre lang im Gefängnis deswegen. A few years ago, because of some other random connections, Und vor ein paar Jahren, aus verschiedenen Gründen, if you know me, you know that I think coincidence has a name. und wenn ihr mich ein bisschen kennen würdet, wisst ihr, dass
Zufälle einen Namen haben. I think that while we are playing checkers, do you know checkers? Wie wenn wir Schach spielen, God is playing three-dimensional chess. tut Gott dreidimensional spielen. There is always way more going on. Es passiert immer viel mehr, als wir erfassen. So I was invited in to visit Terry. Into the prison to visit Terry. Ich bin eingeladen worden in das Gefängnis und ihn besuchen. And I met one of the freest human beings I've ever met. Und ich habe eine Person getroffen, freier als viele, die außerhalb vom Gefängnis sind. And the shack had such a huge impact on his life Und das Buch «Die Hütte» hat so viel Einfluss gehabt in sein Leben. that he couldn't believe that I was actually there. Er hat gar nicht glauben, dass ich tatsächlich dort war. And my friend Wes Yoder, who is with me tonight, he was with me when we met Terry. Und mein Freund Wes Joder, der heute Abend auch da ist, der war mit mir dann im Gefängnis. Terry absolutely loves Jesus. Der Terry liebt Jesus über alles. And while we were talking, he would reach over and he would just touch my shoulder. Und während wir miteinander geredet haben, hat er einfach meine Schultern berührt And he would begin to cry. und hat angefangen zu heulen. And he would say, I can't believe you're actually here. Und er hat gesagt, ich kann es gar nicht glauben, dass du da bist. And he said, I want to tell you why the shack had a huge impact in my life. Und dann erzählt er, ich wollte dir sagen, warum das Buch «Die Hütte» so viel Einfluss hatte auf mein Leben. It was the cave scene with Sophia. Es ist die Szene in der Hölle mit der Sophia. He said, all of these years I've been working my way toward healing. Und er hat gesagt, all die Jahre habe ich daran gearbeitet, an meiner Heilung. But there was one huge piece that was missing. Aber es hat einfach ein grosser Teil hat gefehlt. And I found it in the cave scene. Und als die Szene mit der Hölle kam, dann habe ich gewusst, was gefehlt hat. I discovered that it was me who sat in the seat of judgment. Ich habe mich in diesem Richterstuhl sitzen. Because I thought at least I wasn't a pedophile. Pedophile, child abuser. Okay. Yeah. Weil ich gefunden habe, ja, ich bin zwar ein Mörder, aber ich bin nicht ein Kindsmissbraucher. And because I sat in the seat of judgment against someone else, Und weil ich auf dem Richterstuhl gesessen bin gegenüber anderen Menschen, I avoided owning what I had done. habe ich mich wie von dem distanziert, was ich gemacht habe. He said, I was reading that chapter in my cell. Er hat gesagt, ich habe das Kapitel wie in mir selber gelesen. And the conviction of God was so powerful Und die Überführung von Gott war so stark that I felt like I had been stripped naked in front of the whole world. Ich bin mir vorgekommen, völlig nackt vor der ganzen Welt. And my skin was on fire. Und meine Haut hat wie gebrannt. And I was crawling on the floor of my cell, trying to find a way to get out of my own Und ich bin skin. auf allen Vieren rumgekrochen, irgendwie wollte ich flüchten. And I began to realize what I had done. Und ich habe erst dann angefangen, was ich gemacht I habe. stepped out of the seat of judgment Und ich bin von diesem Richterstuhl oben runtergekommen. and I owned my choices. Und habe Verantwortung übernommen für meine Wahl, die ich getroffen habe. And it set me free. Und das hat mich frei gemacht. Our choosing to judge one another keeps us from being free. Unsere Wahl, einander gegenseitig zu richten, behaltet uns gefangen, so werden wir nicht frei. In our journey, we not only have to forgive those who hurt us. Auf unserem Weg vor Heilung müssen wir nicht nur denen vergeben, die uns verletzt haben. The harder journey is the journey inward, Der schwierige Weg ist der in uns innen, where we have to learn to forgive ourselves. wo wir müssen lernen, uns selber vergeben. We have to get to the place where we extend to ourselves the same grace we would give to anyone else that we love. Wir müssen zu dem Platz kommen, wo wir uns selber die gleiche Gnade geben können, die wir auch anderen Menschen entgegenbringen. And that was part of my journey. Und das war auch in meinem Leben so. I not only was hurt as a child, Ich bin nicht nur als Kind verletzt worden, but because I didn't own my own life,
Aber weil ich mein Leben wie nicht besessen habe, I turned around and caused a lot of damage in this world. darum habe ich auch Haufen andere Menschen verletzt und viel Schaden angerichtet in dieser Welt. I broke trusts. Ich habe Vertrauen gebrochen. I betrayed those who were closest to me. Ich habe die mir am nächsten waren, betrogen. And part of my healing was to own my own life. Und ein Teil von meiner Heilung hat damit zu tun gehabt, dass ich Verantwortung übernehme für mein Leben. And the choices that I had made. Und über die Entscheidungen, die ich getroffen habe. And part of my journey was to learn how to forgive myself. Und ein Teil von meinem Weg war auch, lernen, mir selber zu vergeben. I had to learn how to live with regret. Ich musste lernen, mit Bedauern leben. You understand regret? Versteht ihr das Wort, etwas bedauern? Where you wish you could take something back. Da, wo wir uns wünschen, wir könnten etwas rückgängig machen. People ask me all the time, if you knew, or would you change anything in your history if you knew that none of this about the shack would happen? Die Menschen fragen mich immer wieder, ob ich etwas in meinem Leben würde ändern würde, wenn ich gewusst hätte, dass nichts, was in dieser Hütte ist, würde passieren. I think partly they ask that question because they think that I get some sense of identity from being the author of the shack. Ich denke, sie fragen das, weil sie das Gefühl haben, ich bekomme Identität durch das Schreiben oder ja, der Autor sein von die Hütte. I don't. Aber das tue ich nicht. I had already found out that my identity was in who God says I am, not in what I do. Zu dieser Zeit habe ich schon gewusst, wie meine Identität in dem ist, was Gott über mich sagt und nicht in dem, was ich tue. And so I've learned to live with regret as part of grieving, not part of shame. Also habe ich gelernt, mit meinem Bedauern leben, als ein Trauerprozess und nicht aus Scham. Guilt is I've done something wrong. Schuldgefühl ist, ich habe etwas falsch gemacht. That's something that is true and we need to deal with it. Das ist wahr und wir müssen das in die Ordnung tun. Shame means that I am something wrong. Aber Scham heisst, ich bin falsch. And that has no place Und dem darf man nicht Raum geben. in the heart of God. Weil das gibt es nicht im Herz von Gott. So yes, I would go back and change one thing, even if it cost me everything to do with the shack. Ja, wenn ich könnte, würde ich eine Sache verändern. Any one time that I hurt somebody, Und zwar immer da, wo ich andere Personen verletzt habe. but I can't. Das möchte ich gerne rückgängig machen, aber es geht leider nicht. And so I live with the regrets of my choices. Darum muss ich mit dem Bedauern von diesen Wahlen, die ich getroffen habe, And when they come leben. up like a wave, Und wenn das Bedauern kommt wie eine Welle über mich, I step directly into them. dann stehe ich voll in die Welle hinein. And I grieve, Und ich traure. but I don't let the whisper of shame say, Aber ich höre nicht der Scham zu, der mir zuflüstern will. you're just a piece of crap. Du bist einfach Dreck. There is no place for shame. Es gibt keinen Platz für Scham. Wholeness, healing, integration. Ganzheitliche Heilung, Integration The same word is the word for salvation, actually. ist eigentlich das gleiche Wort wie für Erlösung. Sozo. So. Wholeness is when the way of your being, Ganzheitlich meint, wie dein ganze Wesen, how you live your life, wie du dein Leben lebst, matches the truth of your being. wenn das so ist, wie du wirklich bist. So the question is, what is the truth of your being? Die Frage ist also, wie sieht dein Wesen in Wahrheit und Echtheit aus? And a big piece of my journey was discovering what the truth of my being was. Und ein grosser Teil von dieser Reise, die ich gegangen habe, war das Herausfinden, wer ich wirklich bin. My father's brutal discipline had told me that I was worthless. Die harte Disziplin von meinem Vater hat mir die Botschaft vermittelt, du bist wertlos. The sexual abuse had told me that I was only something to be used. Sexuell missbraucht hat mir gelehrt, du bist einfach jemand, den man brauchen kann.
The struggle with belonging anywhere told me that I didn't. Und die Probleme, die ich hatte, irgendwo mich zugehörig zu fühlen, hat mir auch gezeigt, nein, du gehörst nie dazu. The bullying in the school told me that I was something unwanted. Und das Umgeschöpftwerden von den älteren Jungs in der Schule hat mir die Botschaft vermittelt, du bist nicht gewollt. And my theology told me that I was a piece of shit. Und die Theologie hat mir gelehrt, ja, du bist einfach Dreck. How is anyone supposed to live from that if that is the truth of our being? Und wie kann man so sein Leben gestalten, wenn das die Wahrheit wäre von einem Menschen? And I had to go through a journey in which I discovered that they were all lying to me. Und währenddem dass ich auf diesem Weg war, habe ich entdeckt, dass das alles Logien waren, die mir zugefügt wurden. They weren't trying to lie to me. Sie haben probiert, mich anzulügen, That's because they lived in a world of shame themselves. weil sie selber noch in einer Welt von Scham leben. And I had agreed with those lies. Und ich habe diesen Lügen zugestimmt. And I needed the Holy Spirit to open up my inside eyes to the actual truth of my being. Und ich habe es gebraucht, dass der Heilige Geist mir die inneren Augen öffnet und mir zeigt, wer ich bin in Gott. In Gottes Augen. You know what I found out? Und wisst ihr, was ich entdeckt habe? I was made in the image and the likeness of God. Ich bin gemacht in der Gestalt von Gott. That is true about me before anything was damaged. Das ist die Wahrheit, bevor irgendetwas in mir kaputt gegangen ist. That was true about me before I broke anything. Das ist auch wahr gewesen, bevor ich jemandem Schaden zugefügt habe. I'm like God. Ja. Das Ebenbild von Gott. Das Ebenbild von Gott. I am kind. Ich bin freundlich I'm gentle. und sanft I'm patient. und geduldig. I'm pure of heart. Ich bin rein in meinem Herz I am self-controlled. und ich habe Selbstdisziplin. It wasn't until I began to know the truth of my being that the way of my being began to match it. Und erst, als ich herausgefunden habe, wer ich in Wirklichkeit bin, ist das wie zusammengekommen, die Realität und meine Gedanken. I don't even judge myself. Ich tue heute nicht einmal mehr mich selber richten. And that's part of what shows up in this scene. Und das ist etwas, was in dieser Szene ist übergekommen. Stark, mega stark, Paul. Also wirklich sehr stark. Jetzt eine Frage. Es gibt ja manchmal Leute, die trotzdem versuchen zu vergeben und dann gleich nicht es schaffen. Weißt, ein längerer Prozess und so kannst du helfen mit Leuten, die wirklich hart ist zum Vergeben. Yep. People ask me all the time about the movie and the book. Leute fragen mich immer wieder über die Personen im Buch oder im Film. How come you never see the perpetrator's face? Warum sehen wir nie das Gesicht von dem Kindsschänder? And my answer is, you don't need a face for forgiveness. Und meine Antwort ist, ihr braucht nicht das Gesicht, um zu vergeben. A lot of people don't understand that the power of forgiveness is primarily to free the victim. Ein Haufen Leute verstehen nicht, dass die Kraft der Vergebung darin liegt, das Opfer frei zu machen. Do you remember when Peter says, how many times do I have to forgive? 7? Petrus hat gefragt, wie manchmal muss ich vergeben? 7 Mal? And Jesus says 70 times 7, Und Jesus sagt 70 Mal 7 Mal. which is shorthand for infinite. Das ist gleich viel wie immer oder ewig. And Peter says that is impossible. Und Petrus sagt, das ist unmöglich. And Jesus says this, Und Jesus sagt, if you have faith the size of a mustard seed, wenn du Glauben hast in der Größe von einem Senfkorn, you can say to this mountain of unforgiveness, dann kannst du zu dem Berg vor Unvergebung be removed and cast into the sea. sagen, putz dich fort und versenk dich im Meer. You have the power to forgive. Du hast die Kraft zum Vergeben. And when you choose not to, Und wenn du wählst, nicht zu vergeben, it is like you are carrying the corpse of someone around on your back. dann ist es wie wenn du einen Leichnam mit dir umschleppen würdest. And that dead thing begins to penetrate
into all of your relationships. Und der tote Körper, der kommt plötzlich in all deine Beziehungen hinein. You don't need a face for forgiveness. Du brauchst nicht ein Gesicht, um zu vergeben. Some of the people who hurt you, you don't even know. Es gibt Menschen, die dich verletzt haben, die du nicht einmal kennst. And some of them are dead. Und einige sind vielleicht schon tot. And many of them don't care. Und vielen ist es egal oder wissen gar nicht, dass sie dich verletzt haben. So if you are waiting for someone else to change before you forgive them, you may be waiting a very long time. Also wenn du darauf wartest, dass sich zuerst die Menschen verändern, bevor du ihnen vergibst, dann kannst du vielleicht noch lange warten. You need to get angry enough about how unforgiveness has dominated and owned your life. Du musst einen Zorn darüber bekommen, wie nicht vergeben dein Leben wie gefangen hat. You need to be angry enough about that to forgive. Diesen Zorn musst du haben, das hilft dir zu vergeben. Forgiveness is something that you can do. Vergebung ist etwas, was du kannst tun. And you need to understand that the people that you forgive Und du musst verstehen, dass die Menschen, die du ihnen vergisst, truly did not know what they were doing. dass die nicht gewusst haben, was sie gemacht haben. They were acting out of their own darkness, their own brokenness, their own hurt. Was sie gemacht haben, war wegen ihrer eigenen Vergangenheit, Dunkelheit und Verletzung. But that does not justify what they did. Aber es tut nicht rechtfertigen, was sie dir angetan haben. Nothing justifies what they did. Nichts rechtfertigt das. But when you hold on to bitterness, you're holding on to something that happened to you. Aber wenn du Bitternis in dir behaltest, Bitterkeit, dann haltest du etwas fest. Hold on to something that happened to you. Okay, dann haltest du etwas fest, was dir ist angetan worden. That keeps you locked into a prison. Und das behaltet dich wie in einem Gefängnis eingesperrt. And sometimes the prison that we know becomes our home. Und manchmal ist das Gefängnis wie unser Zuhause. I have friends who can't forgive. Ich kenne Freunde, die wie nicht vergeben können. They have developed an identity around the hurt that was done to them. Und sie haben wie eine Identität aufgebaut die Verletzung herum, die sie erlebt haben. And as a result, they begin to poison their other relationships. Und das Resultat ist, dass alle ihre Beziehungen sind wie vergiftet wurden. Forgiveness is to set you free. Vergebung setzt dich frei. Let's talk a moment about reconciliation. Wir wollen noch über Wiedergutmachung reden. Because a lot of times I think people of faith confuse forgiveness and reconciliation. Weil ich glaube, manchmal tun die Leute Vergebung und Versöhnung verwechseln. Reconciliation is about the rebuilding of trust. Versöhnung hat damit zu tun, Beziehung, das Vertrauen wieder aufbauen. For reconciliation, you have to have a face. Und für die Versöhnung, da brauchst du ein Gegenüber, ein Gesicht. And certain things must be in place for reconciliation to happen. Und gewisse Sachen müssen passieren, damit Versöhnung möglich ist. While forgiveness is mostly about the victim, Aber Vergebung hat mit dem Opfer zu tun. reconciliation is mostly about the perpetrator. Und Versöhnung hat mit dem Täter zu tun. Vorwiegend. The perpetrator has to own what they've done. Der Täter muss das annehmen, was er gemacht hat. The perpetrator has to confess what they have done. Der Täter muss wie bekennen, was er gemacht hat. The perpetrator has to ask forgiveness for what they've done. Und der Täter muss Vergebung bitten für das, was er gemacht hat. As an aside, let me suggest something. Und ich möchte euch etwas raten. Asking for forgiveness is not apologizing. Vergebung bitten ist noch nicht sich entschuldigen. And a victim knows it. Und das Opfer merkt das. It's so easy to say, "Oh, I'm sorry." Es ist so einfach zu sagen, oh, tut mir leid. That leaves the power with me. Und dann bleibt die Kraft bei mir. If I say, "Will you please forgive me?" Wenn ich sage, würdest du mir bitte vergeben? I have given the power to you. Dann gebe ich Kraft zu dir. And you can say no. Und du kannst ja, nein sagen. Or you can say, "I can't yet."
Oder du kannst sagen, ich kann noch nicht. Or you can say, I don't want to. Oder du kannst sagen, ich will nicht. Or you can say, I don't even want to be in this conversation. Oder du kannst sagen, ich will mich gar nicht mit dir unterhalten. The perpetrator never has a right to put a timetable on the victim. Der Täter hat kein Recht, wie einen Zeitplan auf sein Opfer zu legen. So we're talking about the perpetrator, say me, owning what I've done. Der Täter redet von sich, ich habe gemacht. Not blaming something else or someone else. Nicht die Schuld auf irgendjemand anderes abschieben. It is confessing or exposing what I have done. Es ist offenlegen und bekennen, was ich gemacht habe. It is asking for forgiveness. Es ist Bitten um Vergebung. And there's a fourth thing. Und es gibt noch einen vierten Punkt. If reconciliation is to happen, Wenn Versöhnung soll stattfinden, the perpetrator has to change over time. dann muss sich der Täter verändern über die Zeit. That is repentance. Und das ist der Prozess von Buße. Change over time. Eine Veränderung, die eine Zeit braucht. And here's why I'm talking about both of these things. Und hier rede ich über beide Sachen. You can forgive someone and never trust them again. Du kannst jemandem vergeben, ohne dass du dieser Person je wieder vertraust. A lot of people think that if they forgive someone, it means they're supposed to now trust them. Viele denken, wenn ich vergebe, dann muss ich dann auch wieder vertrauen, dieser Person. If they haven't owned what they've done, confessed and asked for forgiveness and changed, don't trust them. Aber wenn der Täter nicht bestätigt hat, also wie zugegeben hat, was er gemacht hat und sich verändert hat und wieder ein Vertrauen aufbaut, dann vertraue ihm nicht. I know what I'm talking about from personal experience. Und ich weiss, von was ich rede, von meinen persönlichen Erfahrungen. Not only was I the victim and had to deal with issues of forgiveness, Nicht nur bin ich ein Opfer gsi, das hat müssen vergeben, which wasn't just an event, it was a process. und das ist nicht eine einmalige Sache gsi, sondern ein Prozess. I was also the perpetrator, Ich bin ebenfalls Täter gsi and I had to own what I did. und musste Verantwortung übernehmen für das, was ich gemacht habe. I had to confess what I did. Ich musste offenbaren, was ich gemacht habe. I had to ask for forgiveness. Und ich musste um Vergebung bitten. And then I had to change over time. Und ich musste mich verändern über eine Zeit. In January 4th of 1994, I received a one-sentence phone call from Kim, my wife. Am 4. Januar 1994 habe ich das Telefon bekommen von meiner Frau Kim. Sie hat einen Satz gesagt. Matthew, our sixth child, had been born about 6 months earlier. Der Matthias, unser 6. Kind, das 6 Monate vorher geboren ist. And I'm having Vietnamese food in a restaurant Und er ist bei mir und ich habe jetzt ein vietnamesisches Essen in einem Restaurant with my friend Steve. mit meinem Freund Steve. One-sentence phone call destroyed my facade. Es war ein Einsatz-Telefonanruf und hat meine Fassade zerstört. And Kim says, I'm waiting for you at your office and I know. Und Kim hat gesagt, ich warte in deinem Büro auf dich und ich weiss es. What Kim knew was I was in a 3-month affair with one of her best friends. Was, ja, einfach... Was die Frau hat gewusst, ist, dass er eine Affäre ist mit einer anderen Freundin. Okay. Also die Frau hat gewusst, dass er eine Affäre hatte mit einer anderen. And in that moment, I had to make a decision. Und in diesem Moment musste ich einen Entscheid fällen. Do I face Kim or do I kill myself? Tue ich jetzt der Kim gegenübertreten oder bringe ich mich gerade um? When you don't do the journey inward, Wenn du die innerliche Reise nicht machst, the poisons of everything that you have in your shack will begin to penetrate the rest of your life. dann wird das Gift, das du wie in deiner inneren Hütte hast, wird dein ganzes Leben beeinträchtigen. And I broke the world. Und ich habe das wie gebrochen. I don't know how I made it across town and into the driveway of the office that I owned. Ich weiss nicht mehr, wie ich es geschafft habe, ins Büro zu gehen. Have I mentioned to you that I married the wrath of God? Habe ich auch gesagt, dass ich den Zorn Gottes geheiratet habe? Yeah.
Kim and her 5 sisters are called the Force. Kim und ihre Schwestern heißen die Force, die Kraft. She was born in North Dakota where there's no 50 shades of anything. Sie ist in North Dakota geboren worden. And Kim is a powerful person. Und sie ist eine sehr starke Frau. And her family wasn't religious. Ihre Familie ist nicht religiös gewesen. So they were a lot more human than most religious people. Sie waren viel humaner gewesen als viele religiöse. They were a lot honest. They were a lot more honest. Viel ehrlicher. I come from a religious family. Ich komme von einer religiösen Familie. We hid everything. We lied about most stuff. Und wir haben viel gelogen und so. And anytime we got together, we had to have an order of service. Und immer wenn wir zusammengekommen sind, haben wir eine Ordnung haben, wie wir uns treffen. Part of why I had been attracted to Kim was the health of her family. Und der Grund, warum dass ich Kim so attraktiv gefunden habe, ist auch die Gesundheit in ihrer Familie. And now I broke her world. Und jetzt habe ich ihre Welt zerbrochen. And the world of my children. Und die Welt von meinen Kindern. And the world of the other family. Und die Welt von der anderen Familie. Including their children who loved us. Und auch ihre Kinder, die uns geliebt haben. And her father who lived with us. Und ihr Vater, die Welt vom Vater, der and the mit extended uns family. gelebt hat. Und die erweiterte Familie. When I walked into the office, Kim had already torn the place apart. Und als ich ins Büro bekam, hat Kim da schon ziemlich alles kurz und klein geschlagen. I used to be afraid of the wrath of God. Und ich habe den Zorn Gottes wirklich gefürchtet. I thought it was against me. Mein Vater war gegen mich. I now count on it. Und jetzt verlasse ich mich darauf. Because the wrath of God is the love of God. Weil der Zorn Gottes ist auch die Liebe von Gott. But it is not against me. Aber es ist nicht gegen mich. It is opposed to anything that is not of love's kind that is in me. Sondern es ist nur gegen all das, was nicht liebt, was in mir ist. Every healthy parent or grandparent knows this kind of fiery fury. Und alle guten Eltern und Grosseltern kennen den Zorn. That would burn away anything that harms the one we love. Wo alles wird wegbrennen, wo das geliebte Kind oder Grosskind gefangen nehmen oder verletzen. George MacDonald writes this. Der MacDonald schreibt: If you believe God is good, wenn du glaubst, dass Gott gut ist, you will run to him with your arms wide open. Dann wirst du mit offenen Armen zu ihm rennen. And you will say, please, come and judge me to the core. Und du wirst sagen, bitte, tu mich richten. And burn out of me anything that keeps me from being fully human and fully alive. Und brenn alles aus mir raus, was verhindert, dass ich völlig lebendig sein kann. Part of the reason that I am as healthy as I am today is because of Kim's fury. Und ein Grund, warum es mir heute so gut geht, ist wegen dem Zorn von der Kim. Kim saved my life. Kim hat mein Leben gerettet. And she paid a very high and unfair price for it. Und dafür hat sie einen hohen und unfairen Preis gezahlt. She did not ask for this. Sie hat nicht für das gefragt. And she did not see it coming. Und sie hat es auch nicht gesehen. After about the first 4 hours of a monologue, und nach 4 Stunden Monolog, I said to her, Kim, if we are going to do this, I need to tell you every secret that I have. Habe ich zur Kim gesagt, wenn wir da irgendwo herkommen, wollte ich dir alles erzählen, auch alle Geheimnisse, die ich habe. Because secrets have been killing me my whole life. Geheimnisse haben mich immer wieder wie umgebracht in meinem Leben. Naively, she said, bring it on. Und sie hat einfach naiv gesagt, ja, erzähl mal. It took me 4 days to tell her everything she didn't know. Und ich habe 4 Tage gebraucht, um ihr alles zu erzählen, was sie noch nicht gewusst hat von mir. And at the end of 4 days, she was destroyed. Und nach diesen 4 Tagen ist sie am Boden zerstört gewesen. And she said, I will never believe another word that comes out of your mouth the rest of your life. Und sie hat gesagt, ich werde nie mehr etwas glauben, was du mir erzählst. I hit the bottom. Ich war wirklich am Boden gewesen. For the first time in my life, I didn't run away. Aber das erste Mal in meinem Leben bin ich nicht fortgerannt. Not even into suicide, which had always been an option. Auch nicht
mich selber umbringen, die ich gerne als Option hatte. The last way to run away before you hit the bottom. Das ist so der zweitletzte Weg, bevor du am Boden ankommst. And for the first time in my life, I found somewhere that I might be able to stand. Und das erste Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, ja, ich kann stehen hier. I pulled the yellow pages off the shelf and found a counselor. Ich habe das Telefonbuch vorgenommen und einen Seelsorger gesucht. And for the first time in my life, I asked someone, "Can you help me?" Und das erste Mal in meinem Leben habe ich um Hilfe gebeten. I owned what I did. Und ich habe Verantwortung übernommen für das, was ich gemacht habe. We never made my adultery the new secret. Und in meinem Erwachsenenleben Made the adultery, yeah. Der Ehebruch habe ich nicht mehr zu meinem Geheimnis gemacht. I confessed what I did Sondern ich habe bekennt, was ich gemacht habe. over and over and over. Immer und immer wieder. As relationships were impacted and we'd cycle back through it. Und Beziehungen sind davon betroffen worden. Our choices are so powerful that the ripples go out a long ways. Unsere Entscheidungen sind so machtvoll, das hat wie einen Welleneffekt. Of the other family's children, I am only reconciled to 2 of them. Bei den Kindern der anderen Familie habe ich nur mit 2 Versöhnung erlebt. That is still a work in progress after 20-some years. Nach über 20 Jahren ist das immer noch ein Prozess, wo ich dran bin. I asked for forgiveness. Ich habe um Vergebung gebeten. And I changed over time. Und ich habe mich verändert. Über die Zeit. Slowly, incrementally, arduously, painfully. Schmerzhafte, kleine Schritte vor Veränderung. For some of us, the work of salvation is a journey into hell. Für ein paar von uns ist der Weg vor Erlösung ein Weg in die Hölle. Religious people believe in hell. Die religiösen Leute glauben an eine Hölle. Spiritual people have been there. Geistliche Leute waren dort. It took Kim and I 11 years to heal. Kim und ich haben 11 Jahre gebraucht für Heilung von dem. 11 years represented by Mackenzie's weekend in the shack. 11 Jahre, wo wir in dem Wochenende, wo von Mackenzie repräsentiert sind. I did an interview about the book Eva. Ich habe ein Interview gemacht über das Buch Eva. And the interviewer asked me as we went for a walk by ourselves. Und wo der Interviewer mit mir ist spazieren, hat er mir eine Frage gestellt. It was Maria Shriver, who was married to Arnold Schwarzenegger. Maria, die der Arnold Schwarzenegger geheiratet hat. And if you know her story, she was absolutely betrayed. Und wenn ihr ihre Geschichte kennt, sie ist auch Betrayed. beschissen worden. And she said to me, "Does Kim trust you?" Und sie hat mich gefragt, kann Kim dir vertrauen? Tut sie dir vertrauen? And I said to her, "Absolutely," and she has every reason to. Und ich habe gesagt, ja, das tut sie und sie hat auch allen Grund dazu. When you begin to know who you are, Wenn du anfängst zu verstehen, wer du bist, the way of your life matches it. dann wird der Weg, wie du dein Leben lebst, wird übereinstimmen. My relationship to Kim is the best that it has ever been. Und meine Beziehung zu meiner Frau Kim ist so gut, das Beste jetzt. But I would never want to go through that process in Joni again. Aber ich will nicht noch einmal durch so einen Prozess durch müssen. But I'm not in any danger of that either, Und ich glaube auch nicht, dass ich in der Gefahr bin von dem. because I know who I am. Weil ich weiss, wer ich bin. Wow, Paul, so gut. Unsere Zeit ist eigentlich abgelaufen, aber das Ganze hat ja sehr viel zu tun mit deinem Gottesbild. Also dein Gottesbild hat sich ja verändert. Das kommt im Buch und im Film vor. Du hast plötzlich verstanden, dass Jesus wirklich für all das ist gestorben und das ist weg. Und dass der Heilige Geist hilft dir, das hineinkommen. Und du hast den Gott als einen wunderbaren Gott vor Liebe lernen kennen. Einfach so, wie hat das Gottesbild dir geholfen, in die Freiheit hineinzukommen? Wie so, wenn du noch so einfach ein paar Sätze.
As long as you believe God is retributive and punitive, good luck. Punitive. Punishing. Ja, okay. Punishing. Solange wie dir Gott als einen strafenden Gott sieht, You cannot trust. könnt ihr nicht vertrauen. You cannot trust someone who is not good. Ihr könnt nicht jemandem vertrauen, der nicht gut ist. And I had a split view of God. Und ich habe eine gespaltene Sicht von Gott. Jesus was someone who loved me Jesus war jemand, der mich liebt. because he was different than God the Father. Weil er anders war als Gott der Vater. God the Father was like my father. Gott der Vater habe ich gesehen wie mein Vater. Distant, unreachable, unknowable. Distanziert, nicht, dass man ihn lernen kann. Much more like Zeus than Jesus. Fast Zeus, so wie der ja. Zeus Than Jesus. und nicht wie Jesus. And I was grateful that Jesus was in my life Ich bin dankbar, dass Jesus in meinem Leben war, because he came to save me from God the Father. weil er hat mich gerettet vor Gott, dem Vater. It was God the Father who was angry that needed a sacrifice. Weil Gott, der Vater, war ja taube mit mir. And we were even told the crazy thing that God poured his wrath on his own son. Und uns ist noch gelehrt worden, dass Gott seinen Zorn auf seinen Sohn gelegt hat. So Jesus wasn't really the real God. Also Jesus ist nicht wirklich der reale Gott gewesen. They were different. Sie haben Unterschiede gehabt. God the Father was holy and couldn't look on sin. Gott Vater ist heilig, der hat gar nicht Sünde anschauen. Jesus didn't seem to have a problem being around sinners. Aber Jesus hat ja kein Problem gehabt, Sünder herum zu sein. And Paul the Apostle even said that he became sin for us. Und der Apostel Paulus sagt sogar noch, dass Jesus Sünde für uns ist worden. So my theology was broken. Also meine Theologie ist kaputt gewesen. And I was even told that the truth of my being was that I was a piece of shit. Und mir ist ja gesagt worden, dass das wahre Ich wirklich ein Stück Dreck ist. But the good news was that Jesus would cover up me with his own righteousness. Und die gute Nachricht ist dann, dass Jesus mir ja zudeckt mit seiner Güte und Gerechtigkeit. And sneak me into heaven so that God the Father wasn't aware I was Und there. dass mich wie mit in den Himmel hineinschmuggeln und Gott Vater würde gar nicht merken, dass ich jetzt so da bin. So that when God looked at me, he didn't see me, he saw Jesus. Und wenn Gott mich anschauen würde, würde er gar nicht mehr sehen, sondern er würde Jesus sehen. So I had a very difficult idea about the character of God. Also ich habe sehr komische Vorstellungen von Gott Vater. You know that verse where it says, "Come to me, all of you who are who labor, are heavy laden, and I will give you rest." Ihr kennt sicher den Vers, wo es heißt: Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. For my yoke is easy and my burden is light. Denn mein Joch ist leicht und meine Bürde ist Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. And that means at least this. Und das meint etwa Folgendes: If your yoke is not easy and your burden is not light, you are picking up things that don't belong to you. Wenn dein Joch drückt und deine Last schwer ist, dann trägst du Zeug, die du nicht solltest. But that passage is about those who are under religious burdens. Aber dieser Bibelvers ist für Leute, die unter religiösen Lasten leiden. And it is about those who are owned by religious performance. Und es sind solche, die wie gefangen sind in ihrer religiösen Leistung. Most people don't know the verse that comes right before this passage. Die meisten Leute kennen den Vers, der gerade vor dran steht, nicht. Here is what Jesus says first. Und das sagt Jesus vorher. No one knows the Father. Niemand kennt den Vater. So come to me. Darum komm zu mir. When you see Jesus, you see the Father. Wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater. And if you have a different perspective about the character of God, a split between Jesus and God the Father, your theology is wrong. Und wenn du Jesus und Gott der Vater unterschiedlich siehst, dann ist in deiner Theologie etwas noch gespalten. So I wrote this book for my children, not for the world. Ich habe das Buch ja eigentlich geschrieben für meine Kinder, nicht für die Welt. But I didn't write the book by myself. Und ich habe es nicht selber geschrieben. And it seems like the Holy Spirit was writing the book for the world. Und ich habe es geschrieben für meine Kinder und der Heilige Geist hat es geschrieben für die Welt. And didn't tell me. Er hat mir das nicht gesagt.
When I wrote this book, my desire was to communicate to my children my understanding of the character and nature of God. Und als ich das Buch für meine Kinder geschrieben habe, wollte ich ihnen eigentlich meine Sicht über Gott vermitteln. And so in my writing, Und während meinem Schreiben, I was trying to get as far away from Gandalf with a bad attitude as I could. ja, so weit von diesem schlechten Charakter wegkommen, wie ich irgendwie konnte. What better imagery than a large black African American woman? Also was, Gott wird ja so als schwarze Mama dargestellt. Und ja, was hat man weiter davon entfernt können als das? I was able to write the goodness of God better through that imagery than the Zeus kind of imagery that I'd grown up with. Aber ich hatte das Gefühl, so eine schwarze Mama als Gott darzustellen, hat mich der Güte von Gott näher gebracht als so eine Zeus-Figur. Plus, I was safe theologically. Und es hat mich auch sicher gedünkt, theologisch. God's not more masculine than feminine. Gott ist nicht mehr maskulin als feminin. That's orthodox theology. Das ist orthodoxe Theologie. But we've gotten stuck in a male-centered kind of understanding of God Aber wir haben so einfach ein männliches Bild von Gott. that has caused an incredible amount of destruction on this Und planet. das hat Haufen Zerstörung angerichtet auf unserem Planeten. You know that the scriptures say God is a rock. Ihr kennt doch die Schrift, wo Gott sagt, er ist ein Fels. You do know God is not a rock Ihr wisst aber, Gott ist nicht ein Fels oder ein Stein or a shield oder ein Schild or a strong tower oder ein Turm or a mother hen who covers the chicks. oder Henne über den Küken. This is all imagery. Das sind alles Bilder. Imagery is not intended to define God. Und Bilder definieren nicht Gott. Definieren. Even the imagery of father is not intended to tell you that God is male. Auch nicht das Bild vom Vater sagt automatisch, dass Gott Mann ist. It's to redefine what fathering is like. Sondern es definiert die Vaterschaft. If you want to see what fathering is like, look at the relationship between God the Father and Jesus. Yes. Wenn du gute Vaterschaft kennenlernen willst, dann schau, wie Gott Vater mit seinem Sohn Jesus umgegangen ist. But there's lots of feminine imagery for God. Aber es gibt auch feminine Bilder von Gott. One of the names for God is El Shaddai. Ein Name von Gott ist El Shaddai. The word shad is the Hebrew word for breasts. Und das Wort Shad ist das hebräische Wort für Brust. God is the breasted one who nourishes the child. Gott ist ein gebrüsteter Mann oder eine gebrüstete Person, die Kind ernähren kann. Probably was a Baptist translator couldn't say the word breast without sinning. Wahrscheinlich ein Baptisten-Übersetzer gsi, der das Wort Brust nicht aussprechen konnte, ohne Zündigen. So they said, Lord of hosts. Darum hat gesagt, Herr der Herrscharen. We know in Scripture that in Isaiah, God is a nursing mother. Wir wissen aus dem Buch Jesaja, dass Gott wie eine Mutter ist, stillende Mutter ist. That God the Father has a uterus. Und dass Gott Vater It's in Isaiah. Mutterlieb hat. The Greek word for womb is kolpan. Das griechische Wort für Mutterlieb ist kolpan. Do you know that God the Father has a womb? Wisst ihr, dass Gott eine Mutterlieb hat? Luke loves the word womb. Lukas liebt das Wort Mutterlieb. He's a doctor. Er ist Arzt. He says how John the Baptist leaped in his mother's kolpan. Und er hat gesagt, wie Johannes der Täufer in sein Mutterlieb. John talks about Nicodemus saying, how can a man go back into his mother's womb? Und Jesus fragt der Nikodemus, wie kann jemand zurück in Mutterlieb? The word is kolpan. Das gleiche Wort Kolpan. But in John 1:18 it says this. Aber im Johannes 1,18 steht, No one has seen God niemand hat Gott gesehen, except the only beloved who was hidden in the Father's kolpan. ausser der geliebte Sohn, der wie versteckt war im Mutterlieb von Gott. We translated that bosom. Wir haben das als Busen übersetzt. You ever tried to hide something in a bosom? Habt ihr schon mal probiert, etwas in einem Busen zu verstecken? This is a womb. Es ist ein Mutterlieb. And the picture is that Jesus moves from the womb of God
the Father, into the womb of Mary. Und das Bild ist, dass Jesus aus dem Mutterleib von Gott zügelt im Mutterleib von Maria. A friend of mine who's a pastor told me recently, Ein Freund, ein Pastor, hat mir kürzlich gesagt, I can't believe that all those years, ich kann gar nicht glauben, dass über all die Jahre, I believe that the universe was birthed into being by 3 men in love with each other. dass ich glaubt habe, dass das Universum durch 3 Männer, die einander lieben, ist, ist gemacht worden. Because we've dominated our theology with masculine language. Weil wir unsere Theologie mit einer männlichen Sprache wie dominiert haben. When the Holy Spirit is introduced in Genesis 1 verse 2, Wenn der Heilige Geist im 1. Mose 1,2 vorgestellt wird, it's ruach. ist das Ruach. That's feminine. Das ist ein weibliches Wort. When you read the word mercy in the Old Testament, Wenn du im Alten Testament von Gnade liest oder it comes Barmherzigkeit, from the same root as womb. kommt es vom gleichen Wortstamm wie Mutterlieb. It is womb love. Es ist Mutterlieb, Liebe. The Holy Spirit is not the female part of God. Der Heilige Geist ist nicht quasi die feminine Seite von Gott. All of masculinity and all of femininity Die ganze Maskulinität und Femininität originate in the Father and in the Son and in the Holy Spirit. hat den Ursprung im Vater und im Sohn und im Heiligen Geist. And we need millions of metaphors and pictures Und wir brauchen Millionen von so Bildern, to help us begin to understand how magnificent and beautiful is the God who loves us and created us. die Größe und die Herrlichkeit von dem Gott können zu verstehen. And once our understanding and view of God begins to expand, Und wenn unser Verständnis, wie Gott ist, anfängt zu wachsen, so will our view of our own humanity. dann wird auch das Bild, das wir über uns als Menschen haben, sich verändern. Because God does not become something that is not very good. Weil Gott wird nie etwas werden, das nicht sehr gut ist. And God becomes fully human. Und Gott wird völlig Mensch. That's like opening a can of worms and saying, good night. Und damit sage ich Gute Nacht. Merci vielmals, Paul. Vielen, vielen Dank. Ja.